Herzlich willkommen zum zweiten Summit des Thanks Day, des World Day for Single Parent Families and Friends. Mein Name ist Maria Stern, ich bin Founderin des Thanks Day. Heute begrüße ich Edith Schlaffer. Edith Schlaffer studierte Soziologie in Wien, wurde dann rund um die 68er Bewegung zur Feministin, weil sie darauf gekommen ist, dass viele der revolutionären Männer durchaus chauvinistisch waren und hat sich gedacht, das kann man ändern und schloss sich der Frauenbewegung an. Gründete dann Amnesty for Women und hatte 20 Jahre lang die Mitleitung des Ludwig Boltzmanns Forschungsstelle. Publizierte zahlreiche Studien. Eine der ersten Studien war zum Thema häusliche Gewalt, das damals noch ein sehr unbekanntes Thema war, natürlich weit verbreitet und immer schon da gewesen, aber zum ersten Mal in Österreich wirklich eingehend studiert. Und im Laufe der Jahre publizierte sie, bitte korrigieren Sie mich, Frau Schlaffer, 19 Bücher. Korrekt. Ja, und nicht nur das. 2002 gründete sie den Verein Women Without Borders, Frauen ohne Grenzen. Mittlerweile ist dieser Verein in 40 Ländern tätig und mit über 80 Projekten aktiv. 2008 gründete sie SAFE, Sisters Against Violent Extremism, wo sie sich mit der Frage beschäftigt, wie können Mütter verhindern, dass ihre Kinder dem Extremismus anheimfallen. Und mit den sogenannten Mütterschulen im Bereich Women Without Borders unterstützt sie auch diese Mütter und zeichnet da sehr, sehr große Erfolge in der Extremismusbekämpfung. 2015 erhielt sie den Käthe Leichter Staatspreis und 2018 wurde sie von Reader's Digest zur Europäerin des Jahres gekürt. Herzlich willkommen, Edith Schlaffer. Danke für die freundliche Einleitung. Liebe Frau Schlaffer, Sie sind ja in sehr, sehr vielen Ländern tätig und uns interessiert einfach jetzt generell, speziell nach Corona, nach Ausbruch des Ukraine-Krieges und Israel-Palästina, wie schaut die Situation generell in Familien bzw. Frauen weltweit aus? Was hat sich da verändert in den letzten Jahren? Ja, ich bin ja eine Wegbegleiterin und Mitgestalterin der Frauenbewegung über viele Dekaden. Ich blicke auf ein langes Leben und damit auch auf einen langen Kampf der Frauen um Gleichberechtigung in ihren jeweiligen Gesellschaften zurück. Und da, glaube ich, sind wir heute an einem extrem kritischen Punkt. Wir leben in einer Zeit der Unsicherheit, der Brüchigkeit, des Zerfalls von Übereinkommen, die selbstverständlich waren, Menschenrechtsverletzungen, Rollback von Frauenrechten, die hart erkämpft wurden, sind heute durchaus wieder salonfähig geworden. Und das reflektiert natürlich auf den Alltag von Frauen ganz stark, auf den Alltag von Frauen. Auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen bieten nicht mehr die Sicherheit, wie es einmal taten. Ich denke dabei an die Abtreibungsdiskussion in Amerika und viele andere Diskussionen, die uns eigentlich nicht überraschen sollten. Also wir leben in einem, ich würde sagen, in einer Dekade der Strong Man. Und wir dachten, dass wir Strong Women auf die Bühne gebracht haben, dass wir die Weltbühne anders bespielen. Das ist wahr und auch nicht wahr. Wenn ich denke, dass die Frauen über die Jahrzehnte Tabus gebrochen haben in einem unvorstellbaren Ausmaß. Das zum Beispiel Gewalt in der Ehe, das haben Sie angesprochen, das war meine erste große Forschungsarbeit, die Alleinerzieherinnen, die ihr Leben gestalten, die für sich und ihre Kinder Sicherheit sorgen. Aber all das passiert, denke ich, in einem Raum, der viel zu wenig Unterstützung und Rahmenbedingungen gewährleistet. Und das ist eine große Frage der Sicherheit. Und Sie fragen mich jetzt nach der globalen Situation von Frauen. Die globale Situation von Frauen ist von wachsender Unsicherheit gekennzeichnet. Wir haben zunehmende Konflikte, Kriege. Wir haben ja im letzten Jahrzehnt in einer Zeit von Reconciliation,
Verhandlungen, Dialog gelebt, also zumindest in der Vorstellung, dass wir stark in die Richtung gehen, wo Frauen eine unglaublich wichtige Rolle spielten. Wir haben gesehen, dass in Friedensbemühungen, Postkonflikt, staatlichen quasi Versöhnungsversuchen oder Wiederaufbauversuchen Frauen eine Schlüsselrolle hatten, dass Friedensprozesse, die von Frauen mitgestaltet wurden, Friedensverhandlungen, wo Frauen an den Tischen waren, mit den Power Stakeholders, langfristig erhaltbar waren. Also die Evidenz, die Daten sprechen für die Präsenz von Frauen und Einbindung von Frauen in alle gesellschaftlichen Prozesse. Und ich glaube, ein großer Fallstrick für die Frauen ist das sogenannte Private, über das wir heute sprechen werden, das immer eine viel größere Zugkraft hat im Denken der öffentlichen, der Policy Stakeholders, aber auch im Denken der Frauen selber. Das ist ein Widerspruch, das muss gelöst werden. Also das ist eine der ganz großen gesellschaftlichen Herausforderungen, damit unsere Gesellschaft eine friedlichere, eine gleichberechtigte wird, wo Frauen ihre Kompetenz und ihre Präsenz quasi täglich demonstrieren, ob das jetzt im Parlament, in lokalen Strukturen, im familiären Bereich ist es, gehört alles zusammen. Also da müssen Frauen jetzt quasi, sind sie so gefragt wie noch nie. Mhm. Was mir ja sehr auffällt in der derzeitigen Feminismusdebatte ist, dass es viel ums Gendern geht, aber dass Mütter in dem Sinne nicht so ein großes Thema sind. Wobei ganz viele Mütter sagen, dass sie in ihrer Sozialisierung, während dem Studium und so weiter, auch am Beginn ihres Berufslebens immer das Gefühl haben, sie sind ja eh gleichberechtigt und kaum bekommen sie das erste Kind, dann geht's los, dann verstehen sie erst, wofür Feministinnen schon seit Jahrzehnten kämpfen. Ähm, Lassen Sie mich doch über dieses spezielle Thema AlleinerzieherInnen sprechen. Wenn Sie sagen, dass es wichtig ist, dass Frauen aktiv sind das auch Alleinerzieherinnen oder sind das eher kinderlose Frauen oder Mütter in Partnerschaften? Also wie aktiv können Alleinerzieherinnen überhaupt sein weltweit? Alleinerzieherinnen haben es im soziokulturellen Kontext wahnsinnig schwer. Also ich habe mir neuere Studien angeschaut. Das sind auch Regionen, wo wir selber arbeiten, in Bangladesch zum Beispiel, wo das Problem relativ untererforscht ist, vor allem im nicht urbanen Bereichen, in ländlichen Communities. Da sehen wir, dass patriarchale Werte alles überschatten, also das Leben der Frauen total überschatten. Sie haben zum Teil keine Property Rights, also Besitzrechte, damit keinen Zugang zu Land, sie können nicht selber verwalten, sie können nicht über ihr eigenes Leben bestimmen, weil alles sehr familienbestimmt ist. In Südindien zum Beispiel, wir arbeiten jetzt mit sogenannten Mütterschulen, wo wir Mütter heraus unterstützen und dort auch Mütter, die Alleinerzieherinnen sind, haben wir das erste Mal in den Fokus gestellt. Die sind in einer Situation, die ist unglaublich. Sie leben eigentlich in einer Art quasi Gefangenschaft. Sie dürfen ohne Erlaubnis der Familie des Mannes, sie leben ja in der Regel bei der Familie des Mannes, das Haus nicht verlassen. Ist das möglich? Sie dürfen oft, je nachdem, wie strikt und ideologisch ausgeprägt das patriarchale Denken ist, ohne Erlaubnis der Schwiegerfamilie nicht die Hochzeit ihrer Kinder besuchen. Das ist das Schicksal von alleinerziehenden Frauen, die den männlichen Schutz verloren haben. Also das sind ganz dramatische Entwicklungen, die nicht nur untererforscht, sondern unterbeleuchtet sind. Nicht? Also die sind nicht am Radar der internationalen Aufmerksamkeit. Also wirklich ein so tabuisiertes Thema. In Japan, nein, in Korea, da gibt es auch eine ganz neue Studie dazu, ist es auch so, dass die Frauen so unter Druck geraten, wenn sie alleine zuständig sind für die Familie, dass von ihnen gar nicht erwartet wird, dass sie arbeiten. Aber gleichzeitig müssen sie arbeiten, um für sich und die Kinder zu sorgen. Also auch die Lebensqualität, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, wenn die Lebensqualität von verheirateten und nicht verheirateten Frauen, und zwar quer durch die verschiedenen Geografien verglichen wird, ist die Lebensqualität von Frauen, also Alleinerzieherinnen, ob sie jetzt geschieden sind oder verwitwet sind, egal,
ist die Lebensqualität um einiges schlechter. Also was die mentale Gesundheit, was die physische Gesundheit anbelangt. Ganz klar, die Überlastung, der Stresslevel ist unglaublich hoch, mit all dem zurechtzukommen. Es gibt auch eine sehr interessante amerikanische Untersuchung. Es ist eine repräsentative Studie für Amerika vom Pew Research Center, ein sehr angesehenes Zentrum, wo fast die Hälfte der Amerikaner sagt, dass Frauen, die ihre Kinder allein erziehen, schlecht für die Gesellschaft sind. Dass sie negative Auswirkungen auf die Gesellschaft haben, also keine positiven Botschaften, dass sie die Kinder nicht in dem Ausmaß beschützen können und versorgen können, für ihre Sicherheit mental und physisch sorgen können. Und das ist zwar interessant, dass von der Gender-Dimension die Männer, die Mehrheit der Männer dieser Meinung sind, 2/3, aber erheblich weniger Frauen diese Einstellung haben. Ne? Also ich glaube, es liegt bei 37%, wo die Frauen sagen, das macht überhaupt keinen, also die dem zustimmen und 2/3 der Frauen sagen, das macht überhaupt keinen Unterschied. Und wenn man logisch denkt, ist ja ganz klar, die Haupterziehungsarbeit, ob jetzt die Frauen alleinerziehend sind oder in bestehenden Partnerschaften sind, die Realität von der Mehrheit der Frauen weltweit ist, dass sie alleinerziehen, ob sie jetzt in einer formellen Partnerschaft sind oder nicht. Das ist doch ganz klar, nicht? Und wenn wir von Pay Gap reden und so weiter, die Qualifikation der Frauen weltweit steigt an. Also wir sehen ja im arabischen Raum, wo die Frauen kämpfen haben müssen im Zugang zu Studium und Beruf, sie quasi outsmarted the men. Nicht? Sie sind schon viel gebildeter, sind in allen STEM-Berufen unterwegs und trotzdem hauptzuständig für Bildung, also für Erziehung der Kinder, für die Versorgung der Kinder. Also das ist somit diese Erziehungsmutterrolle, Versorgungsrolle ist das, was die Balance der Lebensrealität von Frauen völlig aus dem Fokus bringt. Und das ist ja nicht nur schlecht für die Frauen, für die Kinder, auch für die Männer. Sie leben ja damit auch in einer fortgesetzt patriarchalen Welt, die auch nicht ihrem Wellbeing zugutekommt. Nicht? Also diese Idee eines erfüllten Lebens, eines gleichgewichtigen Lebens, eines Lebens im Austausch, das von Empathie, Zuwendung gekennzeichnet ist, von Vorstellungen von Gleichberechtigung, das erleben diese Männer ja nicht. Und diese Werte geben sie dann auch an ihre Kinder nicht weiter. Also die Kinder sind in dieser disparaten Geschlechtsrollenvorstellung ja in einem unglaublichen Konflikt, nicht? Weil sie wenden sich dann den verschiedenen Rollenmodellen zu, die noch immer sehr traditionell eigentlich überholt sind, wenn wir daran denken, was wir erkämpft haben. Und da denke ich, ist das Leben für Kinder, die mit alleinerziehenden Frauen heranwachsen, vielleicht sogar klarer. Sie bekommen eine klarere Orientierung. Nicht? Sie kommen nicht in diese Frage, was ist jetzt eigentlich richtig, nicht? Sie haben eine Person, die Autorität ist, die zuständig ist, und wenn das eine starke Mutter ist, wenn das eine Autorität ist, und ich glaube, dahin müssen wir gehen. Und das machen wir ja in diesem Modell, das wir entwickelt haben, die sogenannten Mother Schools, Mütterschulen. Wir nennen das Parenting for Peace, Erziehung zum Frieden, wo es darum geht, dass es eben, die Mütter sich beschäftigen mit den entwicklungspsychologischen Schritten und Herausforderungen ihrer heranwachsenden Kinder, aber auch Partnerinnen werden und auch lernen, kritisch die Herausforderungen, mit denen die vor allem jugendlichen Kinder heranwachsen, wahrzunehmen. Also wir arbeiten sehr viel zur Radikalisierungsprävention. Da spielen Mütter eine Schlüsselrolle. Das wird mittlerweile auch von allen Security Stakeholders anerkannt, weil niemand ist den Kindern, ihrer Entwicklung, ihren Sorgen so nahe wie die Mütter selber. Sie müssen sich das aber zutrauen. Und ich glaube, da sind wir am Dreh- und Angelpunkt. Mütter brauchen Vertrauen in sich selber, um dieses Vertrauen auch an die Kinder weiterzugeben. Und mit diesem Vertrauen bauen sie auch eine Plattform auf, wo sie auch quasi außerhalb der Familie auch wichtig werden, wo sie
wenn sie zusammenkommen, zum Beispiel bei uns in den Mother Schools, das sind Workshops über viele Monate, wo sie dann Netzwerke bilden, wo sie soziales Kapital aufbauen. Und soziales Kapital sind ja Netzwerke. Selbstvertrauen und Wissen. Also das ist unsere Arbeit bei Frauen ohne Grenzen zum Beispiel. Wir fokussieren sehr auf Mütter, dass Mütter dieses soziale Kapital aufbauen und sich gegenseitig stärken, sich selber finden und damit auch interessante Stakeholders werden in Bereichen, wo man sie eigentlich nie vermutet hat, nicht? Ähm, Jetzt habe ich ganz viele Fragen. Die erste Frage wäre, nachdem Sie schon über so viele Jahre so einen großen globalen Überblick haben, erstens die Frage, steigt die Zahl der Alleinerzieherinnen? Zweitens, steigt die Zahl der Organisationen für Alleinerzieherinnen? Und dann noch eine ganz spezielle Frage, ähm, bei Ihren Mother Schools, wo es um die Verhinderung von Extremismus geht, ob da ein junger Mann oder auch eine junge Frau, die bei ihrer Mutter aufwächst, ob es da Unterschiede gibt zu Jugendlichen, die bei zwei Eltern aufwachsen, wo ja vielleicht die Meinung, wie Sie es vorher schon angedeutet haben, eventuell sehr unterschiedlich ist. Also haben Sie da irgendwelche Beobachtungen? Also erstmal Zahl Alleinerzieherinnen, Organisationen und dann kann es sogar ein Vorteil sein, bei einer Mutter aufzuwachsen in Bezug auf Prävention von Radikalismus oder nicht? Ich fange von hinten an. Ich glaube, es ist kein Nachteil. Und das ist auch ein gesellschaftlicher Mythos, nicht? Wenn ein Elternteil fehlt, dass dem Kind etwas Elementares fehlt. Und deshalb ist es ja so wahnsinnig wichtig, dass Frauen Netzwerke aufbauen, dass sie sich gegenseitig stärken, dass sie ihre Interessen teilen, weiterentwickeln in der Gruppe, versuchen vorwärts zu gehen. Das ist ja Empowerment, nicht? Also, dass die Macht die man in sich spürt, dass man die ernst nimmt und dann mit anderen auch teilt und weiterentwickelt. Das ist ja die Idee von Empowerment. Und Mütter können sehr viel Macht haben, wenn sie daran arbeiten, mit ihrer Rolle umzugehen. Also die Rolle der Mutter ernst zu nehmen und sich nicht nur als Mutter zu sehen. Das ist ja ganz wichtig, sondern wir haben ja sehr viele Rollen in unserem Leben. Eine Mutter ist eine Nachbarin, eine Verbündete, eine Freundin, kann eine Wissenschaftlerin sein, eine Arbeiterin, wo auch immer, im Servicebereich. Sie hat wichtige Rollen. Und Rolle bedeutet ja auch Role Model zu sein. Also wirklich da, wo man ist, dass man auch diesen Platz ernst nimmt und daraus etwas macht und sich immer nach Verbündeten umschaut. Das ist ja auch die Stärke der Frauenbewegung. Wir haben gemerkt, dass wir gegen dieses systemische Unrechts, diese Unrechtsarchitektur, würde ich fast sagen, allein nicht ankommen können. Wir müssen uns Verbündete, wir müssen Alliierte suchen, Sicherheitsalliierte. Und Mütter sind Sicherheitsalliierte auf so vielen Ebenen. Also für ihre Kinder, für die heranwachsenden Kinder, in ihrem Umfeld, in Bildungsprogrammen, weil sie so interessiert sind am Fortkommen der Kinder, am geistigen Fortkommen, am erzieherischen Fortkommen, dann in den Communities, wo sie sich einsetzen für Einrichtungen, die es überhaupt möglich machen, dass ihre Kinder sich entfalten, dass das Umfeld lebbar wird. Also da gibt es wahnsinnig viele Rollen und wir sehen sie auch ganz stark, wie im Grunde Mütter oder auch diese Chiffre der Mutterschaft verwendet wird. Also es gibt eine Frau, die ist eine alternative Nobelpreisträgerin, eine indische Frau, eine Physikerin, die hat eine große Bewegung quasi in Gang gesetzt, sich mit Naturschutz und mit Umweltfragen auseinanderzusetzen. Und sie hat Großmutterschulen gegründet in Indien, quer durch Indien. Sie sagt, die Weisheit der Mütter und der Frauen auf allen Ebenen der Gesellschaft, in allen Altersstufen, muss einfach gesellschaftlich genutzt werden. Und ich habe mit großer Begeisterung jetzt den Einsatz der Seniorinnen in der Schweiz verfolgt Ja, ja, nicht für Umweltfragen. Die sagen, wir historisch. sind davon betroffen, das geht uns was an. Das sind 70-jährige Frauen, nicht? Also das bedeutet ja, wenn Frauen, die so mit dem Leben verbunden sind, ich meine das nicht biologisch, nicht, aber so einen ganz starken Konnex haben, intergenerativ. Wir haben da ein unglaubliches Sensorium, nicht? Und wir wissen ja mittlerweile aus unzähligen Forschungen,
dass emotionale, soziale Intelligenz extrem wichtig ist, nicht für den Fortbestand unserer Spezies. Und da muss ich sagen, das ist das soziale Kapital von Frauen und insbesondere von Müttern, die ja dieses Leben verteidigen müssen, das weitergehen soll. Heute ist es ja schon ein bisschen brüchig geworden und da wundert es mich gar nicht, dass jetzt auch die Seniorinnen und die Elders in Switzerland aufstehen und sagen, genug ist genug. Wir sind da und treten als Stoppfaktoren auf für diese unmenschliche Entwicklung. Nicht? Genau. Bitte noch einmal zurück zu den Fragen. Beobachten Sie einen Unterschied in Bezug auf Bekämpfung von Extremismus von Jugendlichen? Gibt es einen Unterschied zwischen Ein-Elternhaushalten oder Jugendlichen, die in Haushalten aufwachsen, wo Vater und Mutter da sind? Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Also ich muss ehrlich sagen, das haben wir nicht so genau explorieren können, weil es ist halt sehr punktuell und wäre zu anekdotisch, um darauf seriös zu antworten. Was wir sehen, dass es in den Familien vor allem also generell, ich glaube, da muss man kulturell gar nicht so tief greifen, also so in die Tiefe gehen. Also es gibt ein großes Autoritätsgefälle, wenn es um Fragen von Extremismus bis zu Terrorismus geht, nicht? Also das wird so als Hard Security, männliche Domäne angesehen. Also in der Familie und auch im öffentlichen Leben, nicht? Also schauen Sie sich an, Sitzungen, Münchner Sicherheitskonferenz vor 2 Jahren, keine einzige Frau am Tisch der Verhandler. Das hat sich dann durch Spott und Häme und öffentliches Shaming sofort geändert im Jahr darauf. Und es waren doch einige Expertinnen zur Stelle. Die Frauen gibt es ja, aber man muss sie halt an die Tische lassen. Und da gibt es ja auch diese zynischen Anmerkungen von Feministinnen, die sagen, wenn wir nicht eingeladen werden, dann nehmen wir Campingstühle und setzen uns einfach dazu. Also das ist jetzt der Punkt, dass die Ressource, die Kompetenz, die Motivation der Frauen da ist. Es geht um den Zugang, denke ich. Und in den Familien ist es natürlich zum Teil sehr kompliziert, weil der Blick der Mütter auf sich selber noch immer geprägt ist von dieser Einstellung, naja, das ist ja, er ist ein junger Mann, vor allem, wir arbeiten ja sehr viel mit Müttern von heranwachsenden Jugendlichen und wenn wir uns anschauen am Extremismus und Anfälligkeit für extremistische Ideologien und vor allem für rekrutierte Jugendliche, das sind in erster Linie ja noch immer männliche Jugendliche. Und da fühlen Mütter, und das sind ja verhängnisvolle gesellschaftliche Botschaften, sie fühlen sich immer in der zweiten Reihe. Was kann ich ihm sagen? Er ist ja ein junger Mann, er ist ja schon ein Mann. Er ist kein Mann. Ein Kind von 14, 15, 16, das ist noch kein kompletter Mensch. Die quasi hirnphysiologische Entwicklung ist erst mit um die 20 abgeschlossen. Das heißt, er braucht diese Begleitung, diese emotionale Begleitung, diese Sicherheitsfolie um ihn herum, und das trifft auch auf Mädchen zu, mehr denn je. Das heißt, dass Mütter in der Pubertät, in den Jahren der Adoleszenz so wichtig sind. Und da treten sie, weil es diese gesellschaftlichen Erwartungen und Aufforderungen gibt, er muss ein Mann werden, quasi freiwillig zurück. Und das meine ich mit Selbstsicherheitskompetenz. Da müssen die Mütter gestärkt werden, da braucht es den Zusammenhalt, da braucht es auch das Wissen, dass sie da zur Stelle sein müssen und dass sie wichtige Anlaufstellen werden. Und wir sehen, dass die Mütter dafür bereit sind, es oft aber auch nicht wissen, dass sie ihrer Intuition eigentlich folgen müssen und dass Mütter auch lernen müssen, dass sie über die unmittelbare Versorgung und ein bisschen Anlaufstelle zu sein, eigentlich eine viel breitere Aufgabe haben. Sie müssen echte Gesprächspartnerinnen sein. Sie müssen zuhören. Wir sind natürlich, und ich verstehe das sehr gut, ich habe selber Kinder, die Sorge, nicht? Und diese unmittelbare, na, es ist doch alles in Ordnung, und dann ein bisschen das Wegwischen von Problemen, die man gar nicht sehen möchte, überschattet natürlich auch diese Öffnungsmöglichkeit, diesen Dialograum.
Wir haben zum Beispiel viel mit Müttern von Jugendlichen gearbeitet, die dann vor einigen Jahren nach Syrien gegangen sind oder die ins Gefängnis gekommen sind, weil sie eben ideologisch sich einfangen haben lassen von extremistischen Verführern. Und interessant war in Gesprächen mit den Müttern, sie haben oft gespürt, dass da was nicht stimmt. Die Freunde waren plötzlich andere, die Kleidung war eine andere, sie haben sich zurückgezogen, sie sind immer schweigsamer geworden. Und da läuft diese Idee mit, naja, das ist normal in der Pubertät. Zum Teil, nicht wirklich. Aber da muss es noch immer eine Öffnung geben, ein Gespräch und die Bereitschaft, wirklich zuzuhören. Also Raum zu lassen für unbequeme Antworten auch, nicht? Und wir haben da auch gesehen, dass Mütter, die sich da miteinander verständigt haben, Nachbarinnen, die ihre Beunruhigung geteilt haben, Lösungen gefunden haben. Ja, natürlich. Ja, das ist es. Also ich denke auch dieses Vertrauen aufbauen und auch die Konkurrenz unter den Müttern, die immer zeigen wollen, ihr Kind ist fantastisch, weil sie haben dann eine tolle Arbeit geleistet. Und das ist ja auch eine großartige Selbstbestätigung, wenn ich ein erfolgreiches Kind produziert habe. Aber, Entschuldigung, das ist ganz wichtig, diese Barrieren zu überkommen und mehr Offenheit zuzulassen. Das ist ja generell auch ein Thema zwischen Frauen, dadurch, dass sie so oft, also über Jahrhunderte in den Haushalt quasi in den privaten Bereich zurückgedrängt worden sind, dass sie es weniger gewohnt sind, Seilschaften zu bilden, sondern sich als Konkurrentinnen erlebt haben. Und das setzt sich natürlich auf Mutterfeld fort. Genau. Ja, ja. Gibt es mehr Alleinerzieherinnen weltweit oder ist das, es hat sie eh schon immer gegeben in allen Kulturen, aber gibt es da einen Trend, dass es jetzt mehr gibt? Und wie findet tatsächlich die Vernetzung in Organisationen statt? Genau, also gerade in Ländern, wo ich im Netz keine Organisationen gefunden habe. Ja, der Anstieg der Alleinerzieherinnen ist schon da, aber nicht signifikant. Also es sind einige Prozent. Ich glaube, es ist kein dramatischer Anstieg, Mhm. wobei natürlich die Zahlen in Bezug auf Eheschließung ganz stark zurückgehen. Also das ist eine Entwicklung, nicht? Also, aber Zusammenleben ist ja auch eine Normalität, durchaus im Mainstream, auch unterschiedlichste Familienformen. Wir haben ja sehr diverse Familienkonstruktionen jetzt. Das ist ja auch wichtig, das zu beachten. Das ist ja nicht die klassische Mutter, Vater-Kind. Ausrichtung ist ja nicht das exklusive Modell mehr. Es gibt ja eine Reihe von unterschiedlichen Partnerschaften, gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Und das scheint auch durchwegs gut zu funktionieren und dieselben Probleme zu haben wie alle anderen. Nicht? Das sind ja Psychodynamiken, die ja immer gleich sind, wenn Menschen miteinander leben und sich ihr Leben aushandeln müssen. Zu den Organisationen. Ich glaube nicht, dass es viele Organisationen gibt, die sich, also ich habe mir das auch angeschaut, das ist interessant, dass da wenig im Werden ist, im Wachsen ist. Schade, würde ich meinen, weil gerade dieser Zusammenschluss dieser doch sehr großen Gruppe, es ist ja keine Randgruppe, keine Spezialgruppe, das ist ja extrem wichtig, nicht, dass da Zusammenhalt, Orientierung, Erfahrungsaustausch, eine Machtbasis aufbauen, nicht, weil wenn wir sagen, Mütter haben Macht in der Erziehung, in der Gestaltung von der jungen Generation, ihrem Denken, ihrer Ausrichtung, wie wir eigentlich auch unser Zusammenleben anders denken können. Das sind ja alles Modelle, die sehr früh lebbar gemacht werden und den Kindern nahegebracht werden können, nicht? Und gerade Mütter, die nicht voll im Mainstream leben, die kämpfen müssen um ihre eigene Existenz und die Existenz der Kinder, die ja viel mehr Auseinandersetzung durchstehen müssen als Mütter, die jetzt Unterstützung haben. Das ist ja ganz klar. Ich glaube, das ist in Wirklichkeit der große Unterschied. Frauen, die alleinerziehen, sind allein auf sich gestellt. Das muss man sich vorstellen. Sind ja echte, müssen ja Kämpferinnen sein, um das alles gut durchzustehen. Und das ist ja meine Hauptkritik, dass dieses Wellbeing oder
Serviceleistungen, die Unterstützungsrahmenbedingungen für diese Mütter so unterbelichtet sind. Weil da geht es ja auch um einen großen Teil unserer heranwachsenden Jugend, die ja jetzt auch unsere Gesellschaft mitgestalten. Wenn sie nicht diese Sicherheit mitbekommen haben, nicht? Wenn sie nicht unterstützt, wenn die Mütter nicht unterstützt wurden, dann zahlen den Preis ja auch die Kinder. Natürlich. Und die Mütter kompensieren das ja in einer unglaublichen Art und Weise. Doch es geht halt sehr auf ihre Kraft, ihre Lebensqualität, ja, um dieses schicke Wort von Wellbeing zu verwenden. Das ist damit, glaube ich, schon einmal über 1, 2 Jahrzehnte einmal ziemlich hintangestellt, nicht? Und das ist einfach unfair, nicht? Das ist komplett unfair. Da gibt es eine große Imbalance und das ist auch eine Frage der Macht, weil wir als Gesellschaft Macht nicht anders denken als patriarchal. Also die Männer sind noch immer die dominante, bestimmende, gesetzgebende Orientierung. Und die Frauen arbeiten jetzt natürlich tapfer mit, weil sie ja mutig, qualifiziert, entschlossen sind, aber immer mit dieser, ich habe das Gefühl, dass wir mit angezogener Bremse fahren. Nicht? Also, weil wir uns um so viele andere Dinge kümmern müssen, können wir nicht voll aufs Gas steigen wie die Männer. Wir müssen so viel anderes beachten. Nicht? Wir müssen in den Rückspiegel schauen, wir müssen auf die Seite schauen. Die Ablenkungen sind unendlich und die Männer können einfach durchstarten, auf Gas steigen und in einem Höchstgeschwindigkeitstempo oft an die Wand fahren. Nicht? Also das sehen wir ja oft. Frau Schlaffer, ich weiß, dass Sie bereits zum nächsten Termin müssen. Sie sind eine vielgefragte Frau. Eine Frage habe ich noch, und zwar sowohl beim ersten Summit als auch jetzt interviewe ich ja alleinerziehenden Vereinen weltweit. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, das ist, dass die hervorragende Arbeit leisten, aber natürlich nicht die Ressourcen haben, sich auch noch untereinander zu vernetzen, damit die auch die Vereine voneinander lernen können. Also das, was Sie von den Mutterschulen beschrieben haben, wie wichtig es ist, dass man ins Gespräch kommt, weil man gewisse Dinge erst erkennt, wenn sie auch meine Nachbarin so erlebt, dass man sagt, ah, das bin ja nicht ich persönlich, das hat ja System zum Beispiel, da kommt man erst dahinter, wenn man sich austauscht. Und so meine Idee oder die Idee des Thanks Days war, okay, es gibt offensichtlich noch keine wirkliche umspannende Organisation, die gerade die unterschiedlichen Organisationen verbindet. Und da bin ich eben gerade dabei, das zu versuchen. Können Sie vielleicht 3 Dinge sagen, die wichtig wären zu bedenken, trotz aller Widrigkeiten, trotz aller Ressourcenknappheiten, die natürlich auch Organisationen für Alleinerzieherinnen haben, das ist ja quasi systemisch. Einfach so 3 wichtige Punkte, die wir mitnehmen können, damit das Empowerment weltweit in vielen Ländern, in vielen Kulturen, über alle Sprachbarrieren hinweg, wie das möglichst rasch gelingen kann, damit der Backlash nicht allzu hart wird, sondern im Gegenteil Alleinerzieherinnen sich zusammenschließen können und zu sagen, wir sind auch da und wir wollen Rahmenbedingungen für unsere Kinder und für uns, dass unsere Kinder auch ein würdiges Leben in Ruhe leben können. Ich glaube, dass ein quasi psychologischer Challenge da ist, dass die Frauen sich zwar sehen in ihrer Kompetenz, in ihrer Aufgabe als Mütter, aber gleichzeitig im Zentrum ihres eigenen Lebens. Das alles für sich tun und nicht nur perspektivisch für die Kinder. Also aus einer versuchen, eine Machtbasis zu bauen. Nicht? Also ich habe Autorität, ich bin wichtig. Damit ändert sich das Leben der Kinder. Die Kinder lernen ja von Rollen, sie lernen von Einstellungen. Ich habe an den eigenen Einstellungen, an der eigenen Stärke, an der eigenen Aura, an der Ausstrahlung, an der Entschlossenheit zu arbeiten, das ist entscheidend. Und das ist attraktiv auch für andere Frauen, weil auch Frauen, wir alle suchen Orientierung und wir orientieren uns ja an Stärke. Nicht? Und diese Stärke für andere Frauen auch zu demonstrieren, das ist, denke ich, das, was ich ja als soziales Kapital bezeichne. Und dieses soziale Kapital wird dann auch übersetzt in politisches Kapital. Das halte ich für ganz entscheidend. Und dann ergeben sich die Organisationsstrukturen von selber.
Und dann muss es vielleicht nicht ein Verein für Alleinerzieherinnen sein, sondern vielleicht ist es dann ein ganz anderer Verein, wo die Frauen, die alleinerziehen, die das Leben so unglaublich couragiert bestreiten, zusammenkommen und all diese Dinge in den Fokus rücken, weil es eben ihr Leben bestimmt und das Leben ihrer Kinder bestimmt. Und ich denke, es ist Zeit für die Gesellschaft aufzuwachen und auch diese Kraft zu spüren und auch das soziale Kapital, wenn in diese Frauen und in ihre Arbeit investiert wird, die ja selbstverständlich genommen wird, so quasi ein Überlebensmechanismus. Nein, es ist nicht ein Überlebensmechanismus der Frauen selber in ihrem Alltag. Es geht auch um das Überleben der Gesellschaft. Entschuldigung, da war ein kurzer Hiccup. Alles gut, Nathan. Also vielen herzlichen Dank für diese Worte, weil ich fühle mich bestärkt, weil jetzt am 14. Mai 2024 rollen wir bei der Thanks-Gala erstmals Alleinerzieherinnen den roten Teppich aus, weil ich das Gefühl habe, es ist so wichtig, eben dieser innere Imagewandel und auch der äußere Imagewandel. Sehe ich einfach immer einen roten Teppich, einfach Aufmerksamkeit und Anerkennung und beides bietet ein roter Teppich und deswegen freue ich mich sehr, dass Sie da sehr ähnlich denken wie ich und bedanke mich sehr für diesen sehr, sehr spannenden Einblick und für Ihr großes Wissen und wünsche Ihnen beim nächsten Termin alles Gute. Danke, ich danke Ihnen auch. Ich möchte Ihnen von ganzem Herzen gratulieren. Das ist wahnsinnig wichtige Arbeit, die Sie leisten. Und Frauen auf die Bühne zu holen und ihre Leistungen zu zeigen, ist eine unglaubliche Ermutigung. Danke.